Anyone? Hello? I can't talk for long. We found a dog at the warehouse. I've lost it for now. But my guess is it's still operational. If I don't make it back, I've always loved you all. Moin Moin, wir sind Johannes und ihr seid bei Disversiv. Die neue Staffel von Black Mirror naht. Wir haben uns die Trailer für euch angeguckt und analysiert. Heute geht's um Metalhead. Das erste, was auffällt, ist, die Folge wird in Schwarz-Weiß sein, anscheinend komplett. Und zwar geht es darum, dass eine Frau gemeinsam mit einem Begleiter in einem Warenhaus ein, Zitat, Dog entdeckt. Ein mechanisches Wesen, das diese Frau verfolgen muss, das aber auch gefährlich ist aus irgendeinem Grund. Die Frau führt ein Telefonat. Sie teilt Leuten mit, dass sie nicht lange reden kann, dass sie in Lebensgefahr schwebt und ja, anscheinend redet sie mit ihrer Familie, denn sie sagt, I've always loved you. Außerdem sehen wir in dem Trailer verletzte oder tote Menschen im Bett liegen. Wir sehen sehr viel Splatter, wir sehen, dass diese Frau verletzt wird, wir sehen, dass sie verfolgt wird im Auto und wir werden versuchen zu spekulieren, worum es sich handelt. Ja, also deine erste Theorie muss ich an dieser Stelle einfach mal zurückweisen. Ich glaube nicht, dass sie nur aus Splattergründen in Schwarz-Weiß ist, die Episode. Ich bin der Meinung, sie ist schwarz-weiß, weil es sich nicht um unsere reale Welt handelt. Eventuell kommt in der finalen Episode sogar noch ein Teil vor, der dann in Farbe ist. Ich kann mir da auch wieder eine Art Simulation vorstellen. Als Indiz dafür deute ich so eine kurze Sequenz im Trailer, an der man unsere Welt sieht, über die so eine Art Raster gelegt wurde. Das könnte so ein Hinweis darüber sein, dass es so eine digitale Welt ist. Da würden auch andere Sachen für sprechen. Das Szenario, das ein bisschen absurd ist. Also wir haben da wie so eine abgelegene Halle, in der dieser Dog unterwegs ist. Aber dann gleichzeitig auch immer so weite Landschaften. Auf einmal kommt dann dieses, sagen wir mal, Hotelzimmer, in dem im Bett blutüberströmte Menschen liegen. Das passt irgendwie, finde ich, wenn man so unsere reale Welt als Grundlage nimmt, nicht so gut zusammen. Deswegen kann ich mir ein Szenario vorstellen, das ähnlich ist wie bei Man Against Fire. Wir haben so Computerspiel-ähnliche Elemente, wie so ein Rollenspiel zum Beispiel. Und darauf basiert vielleicht auch so ein bisschen diese Welt. Ja, kann man sagen, was dagegen sprechen würde, ist einmal die Gefühlslage dieser Protagonistin. Sie scheint ja wirklich Todesangst zu haben. Sie scheint zumindest nicht zu wissen, dass es sich um eine Simulation handelt, wenn es denn so ist. Ja. Was ich aber nicht glaube. Also ich glaube, die Folge ist schwarz-weiß, weil es eine Splatter-Folge wird. Ich glaube, dass dieses mechanische Wesen hochgefährlich ist und ich glaube, dass die Einstellung, von der du gesprochen hast, in der man dieses Raster sieht oder diese rasterhafte Welt, ist aus der Sicht dieses Wesens. Ja. Kann man natürlich auch so sehen vielleicht. Ja. Ich frage mich nur, was ist das für eine Welt, in der jetzt so ein Roboter Amok läuft. Das ist kein so ein typisches Black Mirror-Szenario. Das klingt nach so Trash-Science-Fiction. Ich glaube nicht, dass es eine Episode ist, die nur auf so Horrorelementen basiert, wie White Bear. Denn selbst da haben wir ja am Ende noch eine Auflösung, die irgendwie so eine moralische Komponente reinbringt. Sowas kann ich mir hier auch vorstellen. Vielleicht jemand, der in seinen Träumen gejagt wird von diesem Viech. Ich spekuliere jetzt mal, springe jetzt einfach mal ins Wasser, sagt vielleicht sowas wie posttraumatische Belastungsstörung, die sich jetzt in so einer Kreatur manifestieren. Ja, das klingt ein bisschen lächerlich. Vielleicht auch keine Belastungsstörung, sondern eher eine Art Strafe für jemanden, der diese Simulation durchleben muss. Das wäre natürlich wieder sehr nah an White Bear. Sehr nah, ja. Du sagst, dass das Szenario, dass das einfach nur ein wild gewordenes mechanisches Wesen ist, das Amok läuft, vielleicht nicht ganz oder etwas unter der Würde von Black Mirror ist. Bin ich der Meinung. Kann man sagen, muss es nicht unbedingt sein. Ich finde, was dafür sprechen würde, ist, dass es ein Szenario ist, was Black Mirror so noch nicht hatte. Es ist auf jeden Fall was Neues.
Ich bin sehr gespannt auf die Folge, du bist eher skeptisch. Ja. Was glaubt ihr? Teilt es uns in den Kommentaren mit.